Du wolltest schon immer die Möglichkeit haben, in Swift die Anzeige zu individualisieren. Manchmal wäre etwas mehr Übersicht über das aktuelle Renngeschehen und die Abstände der einzelnen Gruppen interessant. Du würdest gerne auf einen Blick sehen, wie lange du in welcher Zone gefahren bist. Dich nervt es, dass wichtige Parameter nicht direkt angezeigt werden. Vielleicht wäre ein Wert zum Windschatten interessant oder zusätzliche Daten bei Mitfahrern. Ein Hinweis auf den Supertag wäre praktisch oder Chatnachrichten mit Emojis und besserer Zuordnung. Die Möglichkeit, Daten auf einem zweiten Bildschirm darzustellen, wäre echt gut für die Tätigkeit als DS und das Ganze völlig frei einstellbar. Ich glaube, ich habe da was für dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Edelhelfer. Wie schon im Intro angekündigt, möchte ich euch heute eine Software vorstellen, mit der ihr die Anzeige auf Swift verändern könnt. Ihr könnt damit eurem eigenen Geschmack nachkommen und Änderungen einstellen. Ihr könnt euch zusätzliche Angaben, die euch standardmäßig in Swift nicht zur Verfügung stehen, anzeigen lassen und vieles, vieles mehr. Bei dieser Software handelt es sich um ein zusätzliches Programm, das also dann auch noch zusätzlich zu Swift installiert werden muss. Die Software ist nicht ganz kostenlos, da ist ein Abonnement erforderlich, aber ich denke, mit 2,50 € im Monat ist es das auf jeden Fall wert. Und in diesen 2,50 € ist dann auch noch ein weiteres Plugin ähm, mit dabei. Das nennt sich South for Strava und ist eben eine Möglichkeit, auf Strava dann noch Auswertung der Events beziehungsweise der Aktivitäten noch zu verbessern. Diese Software ist derzeit nur für Windows, Mac und Linux erhältlich. Das heißt, Nutzer, die ausschließlich Apple TV nutzen, können das Ganze nicht nutzen. Es gibt aber die Möglichkeit, das Ganze auf einem auf externer Hardware laufen zu lassen. Also wer noch irgendwo ein altes Laptop rumliegen hat, der könnte dann mit Apple TV ganz normal auf Swift fahren und könnte dann über den Windows-Rechner oder eben den Mac oder den Linux-Rechner, egal was es ist, dann SAUS für sich nutzen und sich da auch die entsprechenden Sachen anzeigen lassen. An dieser Stelle der Hinweis, dass natürlich die Installation und Nutzung auf eigene Gefahr ist, aber ich nutze diese Software schon relativ lange, eigentlich von Beginn an, als sie rausgekommen ist, und ich hatte bisher da überhaupt keine Probleme. Wenn euer Rechner beziehungsweise eure Hardware natürlich schon etwas älter ist und mit Swift eigentlich schon sehr ausgereizt ist, dann kann es natürlich sein, dass jetzt mit einer weiteren Software, die dann auch noch parallel läuft, jetzt langsam dann die Hardware ein bisschen mehr in die Knie geht. Müsst ihr dann halt mal ausprobieren. Ja, und es ist noch ein zweiter Swift-Account erforderlich, aber keine Angst, der kann kostenlos sein. Das ist einfach noch ein Account erforderlich. Das liegt daran, dass SAUS mit 2 Accounts arbeitet. Einmal der erste Account, also euer Hauptaccount, mit dem ihr auch auf Swift unterwegs seid. Und dann gibt es einen zweiten Account, ich nenne ihn mal den lesenden Account, der da einfach so ein bisschen mit drauf schaut und eben die ganzen Daten auswertet. Und da genügt es aber, sich einfach einen zweiten Account auf Swift anzulegen. Der kann auch kostenlos sein. Dadurch, dass der keine Kilometer fährt und auch aktiv da nichts macht, läuft der nicht aus. Und man kann also mit diesem kostenlosen Account dann SAUS die ganze Zeit betreiben. Bevor man loslegen kann, klar, muss man das Ganze installieren. Dazu sind ein paar Schritte notwendig. Ich habe die hier mal einfach dargestellt. Die Fahrer, die sich das schon zutrauen, können da direkt loslegen mit. Damit ist das eigentlich dann mehr oder weniger selbsterklärend. Wer sich aber unsicher ist, für den gehe ich jetzt Schritt für Schritt das Ganze durch. Wir spielen das, wie gesagt, einmal durch. An manchen Stellen gibt es noch ein paar Hinweise und ich denke, damit sollte dann jeder damit klarkommen. Fangen wir also an. Wir müssen uns erstmal die Software runterziehen, also downloaden. Dazu gehen wir in unserem Browser. Dort geben wir die Adresse ein. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie bereits angesprochen, gibt es derzeit die Software für Windows, Mac OS oder eben Linux. Und dann klickt ihr unten einfach auf den entsprechenden Eintrag, hier orange dargestellt, je nachdem, welche Hardware ihr eben nutzt. Damit ist der erste Punkt auch schon abgeschlossen. Wir kommen jetzt zur Installation und Start der Software.
Dazu geht ihr dann in diesen Ordner, wo ihr gerade eben die Software downgeloadet habt, klickt das Ganze doppelt an. Und auf Windows bekommt ihr dann den Hinweis, dass es hier vielleicht ein Risiko gibt. Aber wie schon bereits angesprochen, ich habe mit der Software jetzt mehrfach oder schon länger gearbeitet und hatte da nie Probleme. Deshalb, wenn ihr das auch machen wollt, geht ihr oben einfach auf weitere Informationen und bekommt dann die Option, das Ganze trotzdem auszuführen. Und wenn ihr dann da draufklickt, dann kommt ihr hier in das Agreement, also in die üblichen Lizenzbedingungen. Die müsst ihr akzeptieren. Klickt dazu unten einfach auf I agree und damit ist der zweite Punkt auch schon abgeschlossen. Wir müssen jetzt in einem dritten Schritt dieses Abo abschließen, beziehungsweise die Software, die wir gerade runtergeladen, installiert haben, mit diesem Abo verbinden. Dazu müssen wir zuerst auf eine Webseite gehen und dieses Abonnement eben abschließen. Ihr gebt also hier diesen Link, den ich gerade anzeige, in den Browser ein. Ihr findet auch hier den Link wieder in der Videobeschreibung und kommt dann hier auf diese Webseite. Es gibt für SAUS 2 Optionen. Ihr könnt einmal für 2,50 € im Monat das einfache Abo, nenne ich es mal, auf der linken Seite auswählen. Da ist aber dann auch alles schon dabei. Das heißt, ihr habt hier SAUS for Swift und ihr habt auch SAUS for Strava. Und damit steht euch auch der volle Funktionsumfang schon zur Verfügung. Also mit 2,50 € ist da schon alles erledigt. Wer aber sagt, hey, mir gefällt das so gut und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, der Entwickler gibt sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Ich glaube auch, er macht das hauptberuflich und ihr möchtet ihn ein bisschen mehr unterstützen, dann könnt ihr auch die rechte Variante nehmen, dann für 5,50 € im Monat. Und ihr bekommt dann auch bei den Supporters eine Erwähnung auf einer Webseite. Aber der Funktionsumfang, wie gesagt, ist für beide Varianten gleich. Ihr wählt also dann aus Join und müsst euch dann noch entsprechend registrieren. Das heißt, ihr müsst jetzt hier euch anmelden und dann eben die Zahlungsvariante für oder die Zahlungsoption für dieses Abonnement auswählen. Ich habe das jetzt hier mit Sign Up with Google gemacht. Also ich habe oben einfach auf den Google-Link geklickt und habe dann mein Konto ausgewählt und habe mich dann da direkt verbunden. Ihr könntet das alternativ auch über Facebook machen oder ihr gebt eben einfach unten euren Namen, eure E-Mail, ein Passwort ein und dann kommt ihr auch so in diesen Sign-up-Prozess. Bei mir sieht das jetzt ein ganz klein bisschen anders aus, weil ich bin jetzt hier schon Kunde. Ich habe ja dieses Abo schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Aber das Ganze ist auf Deutsch, also ihr müsstet euch da eigentlich zurechtfinden. Wählt also dann im Wesentlichen aus, wie ihr bezahlen möchtet. Auch PayPal ist da möglich. So habe ich es gemacht. Und ja, klickt das Ganze eben dann entsprechend an. Klickt auf Abschließen dann in eurem Fall wahrscheinlich und dann ist das Abonnement abgeschlossen. Wie gesagt, die Abrechnung erfolgt dann immer zum Monatsanfang und kann dann auch entsprechend gekündigt werden. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt wieder zurück zur Software gehen und könnt jetzt hier den nächsten Schritt ausführen, nämlich Link with Patreon. Das heißt, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Abo, das ihr gerade abgeschlossen habt, jetzt hier mit der Software zu verbinden. Dazu klickt ihr einfach da drauf, bekommt dann noch einen Hinweis bezüglich den Privacy-Einstellungen. Die akzeptiert ihr. Müsst dann SAUS for Swift auch noch die Möglichkeit geben, hier auf das Profil und Informationen zuzugreifen. Also klickt ihr hier auf Allow und damit ist der dritte Schritt auch schon abgeschlossen. Wir müssen jetzt im nächsten Schritt unsere Swift-ID eingeben, und zwar die von diesem Hauptaccount. Relativ einfach, Username, Passwort und dann Login to Swift. Wie gesagt, das ist der Account, mit dem ihr euch auch jedes Mal, wenn ihr Swift startet, auf Swift anmeldet. Und im zweiten Schritt müsst ihr dann diesen zweiten Account erstellen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt auf Swift, oder dann eben in der Software eingeben. Also dieser kostenlose Test-Account, der geht einfach auf swift.com und legt den an. Ihr müsst auch gar nicht so weit gehen, dass es da schon zu der Eingabe von den Kreditkartendaten geht, sondern das könnt ihr vorher schon abbrechen. Ihr müsst euch aber, wie gesagt, diesen zweiten Swift-Account anlegen und den dann auch in der Software eingeben. Bitte versucht nicht, da den gleichen Account einzugeben oder irgendeinen, keine Ahnung, andere Option. Es funktioniert nur so, glaubt mir das. Also, zuerst gebt ihr die Swift-ID ein von eurem Hauptaccount und im fünften Schritt gebt ihr eine weitere Swift-ID, die ihr euch eben dann erstellt habt. Wie gesagt, kann der Test-Account sein.
Und den tragt ihr dann da unten ein bei Username, Passwort. Und das ist dann der sogenannte Monitor-Login, der eben von SAUS benötigt wird, damit das Ganze sauber funktioniert. Je nachdem, wie eure Firewall-Einstellungen sind, kann es sein, dass ihr hier noch aufgefordert werdet, den Zugriff von SAUS zuzulassen. Also klickt einfach hier auf Zugriff zulassen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann erscheint unten in der Symbolleiste auf Windows ein neues Symbol. Das ist diese Flasche mit der Soße. Und wenn ihr dort mit der rechten Maustaste draufklickt, dann kommt ihr hier auch das Kontextmenü und könnt dann hier beispielsweise auf Settings gehen. Damit ist der Installationsprozess komplett abgeschlossen und wir können uns jetzt in einem nächsten Schritt mal die Software etwas genauer anschauen. So, ich habe Swift schon gestartet und starte jetzt parallel dazu noch SAUS. Und ich klicke jetzt hier rechts unten. Das ist jetzt nicht ganz zu sehen. Die Symbolleiste nehme ich jetzt gerade nicht mit auf. Aber hier klicke ich jetzt mit der rechten Maustaste auf diese Ketchupflasche, auf diese Soßenflasche und gehe jetzt hier mal auf die Settings. So, und dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was SAUS uns hier so zu bieten hat. Also das ist jetzt hier so das Hauptfenster, wo ich eben auch die Einstellungen vornehmen kann. Es gibt ja insgesamt 3 Reiter. Einmal den allgemeinen, dann Appearance und Windows. Wir gehen jetzt erstmal auf Appearance. Da können wir einstellen, wie das Ganze so aussehen soll. Da ist immer voreingestellt hier das Default von SAUS. Und ich nehme jetzt mal hier was Dunkles, damit man das auch gut erkennen kann. Und das ist die erste Einstellung, die ich vornehme. Man kann jetzt hier noch entsprechend einstellen, ob man lieber mit Kilometer oder mit Meilen fährt. Es gibt noch die Möglichkeit, den Haken hier bei Auto Hide zu setzen. Wenn ich dann mit der Maus stehen bleibe, bekomme ich auch nochmal auf Englisch einen Hinweis, was da jetzt passiert. Also wenn keine Daten ankommen bei diesem Fenster oder bei allen Fenstern, dann werden die automatisch ausgeblendet. Hat jetzt für mich jetzt keine große Wirkung. Ich lasse das mal alles so stehen. Und jetzt müssen wir uns zuallererst mal anschauen, was es denn für Fenster überhaupt gibt. Dazu zeige ich mal hier ganz kurz eine Grafik. Und da sehen wir jetzt auch, dass es eben da das Overview-Window gibt. Das ist nämlich oben eigentlich ist es gar kein richtiges Fenster, sondern es ist mehr so eine Leiste, die man da ganz praktisch entweder ganz nach oben oder ganz nach unten schieben kann. Und da kann ich jetzt hier bestimmen, wie viel Datenfelder ich haben möchte, und zwar einmal getrennt nach links und rechts. Also ich habe jetzt hier links stelle ich mal auf 3 und rechts stelle ich auch auf 3. Logfields könnte man später einstellen, wenn man sich dann für die Daten entsprechend entschieden hat, was man denn da angezeigt haben möchte. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Dann kann man die hier quasi feststellen und dann ist eben nicht mehr die Gefahr, dass man die aus Versehen verstellt. Ja, hier gibt es noch eine Lücke, die man festlegen kann in der Mitte. Wer das haben möchte, sieht, dass jetzt auch schon oben wieder so eine kleine Lücke entsteht. Ich brauche das nicht, setze das wieder hier auf 0. Ich habe das gerne durchgängig. So, dann gucken wir uns mal hier die Einstellungen an. Wir sehen also hier, welche Version wir haben. Wir sehen hier die Adresse für den Webserver. Es ist so, dass man unter dieser Adresse, die hier eingestellt ist oder die hier angezeigt wird, einfach über einen Browser sich auch die Datenfelder anzeigen lassen kann. Das ist ganz praktisch, wenn man das zum Beispiel auf einem anderen Rechner sich anschauen möchte. Wichtig ist nur, dass der im gleichen Heimnetz ist und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Das heißt, ich kann ganz normal über Swift zum Beispiel auf einem Rechner laufen lassen und lasse dann auf einem weiteren Rechner dann die ganze Auswertung für SAUS laufen. Wir sehen hier nochmal, wie ich angemeldet bin. Und hier unten kann ich eben diesen
Webserver, der hier oben, wo hier oben die Adresse steht, den kann ich hier ein- und ausschalten. Ich kann den Port festlegen. Voreingestellt ist immer 1080. Und ein wichtiges Feld ist das Feld Game Connection. Game Connection muss man sich so vorstellen. Es gibt zwei, ja, wie soll ich sagen, Zugriffe, die Swift gewährt. Also eigentlich gibt es nur einen Zugriff, den Swift gewährt, und den bekommt normalerweise die Companion App. Und mit dieser Companion App kann ich dann verschiedene Sachen in Swift steuern. Zum Beispiel kann ich die Kameraperspektive ändern, ich kann damit auf andere Fahrer schalten und so weiter. Das geht aber nur auf einem einzigen, ich nenne es mal Datenkanal. Wenn ich nicht möchte oder wenn ich möchte, dass Saus diesen Kanal belegt, dann aktiviere ich hier Game Connection und habe dann den Vorteil, dass ich über Saus auch also steuernd in Swift eingreifen kann. Das heißt, ich kann dann hier festlegen, welchem Fahrer gefolgt werden soll, zum Beispiel, und weitere Sachen. Aber ich muss dazu wissen, dann funktioniert meine Companion-App nur noch sehr, sehr eingeschränkt, weil alles, was da Steuern eingreift, funktioniert nicht mehr. Also ich muss mich hier entscheiden, entweder oder. Ich nutze für mich persönlich, das ist aber Geschmackssache, gerne die Companion-App, und deswegen habe ich hier den Haken bei Game Connection nicht gesetzt. Ganz wichtiges Feld, sieht unscheinbar aus, aber wie gesagt, ist wichtig. Unten habe ich die Möglichkeit festzulegen, ob hier zum Beispiel die Statistik zurückgesetzt werden soll, zum Beispiel hier Durchschnittswerte oder eben auch hier Energiewerte, Distanz, die zurückgelegt wurde. In dem Moment, wo ein Event neu startet, macht ja Sinn, dass ich zum Beispiel im Event dann meine Warmmachdaten nicht drin habe, und wer das eben dann resettet haben möchte, der setzt hier den Haken. Autolab-Funktion, ja, ich kann hier also sagen, ich möchte alle 5 Kilometer, soll da automatisch eine Runde beendet sein, und dann kann ich hier das eben entsprechend festlegen. Wenn ich das hier anklicke, kann ich hier unten den Mode und auch die Intervalle festlegen. Ich lasse das aber, wie gesagt, raus. Power Zones, auch hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme hier das 7-Zonen-Modell, und hier habe ich auch die Möglichkeit, die Sweet Spot Zone oder die Berechnung der Sweet Spot Zone festzulegen. Hier unten habe ich die Möglichkeit, das Ganze wieder zu resetten. Also wenn ich mich hier irgendwann mal vertan habe und da gar nicht mehr zurechtkomme, dann setze ich alles hier unten wieder auf die ursprünglichen Einstellungen. Hier kann ich den Cache noch löschen für die Daten des Athleten, und hier kann ich Saus neu starten. Ich gehe jetzt wieder nach oben. Das Appearance-Fenster hatten wir uns ja schon angeguckt. Da gibt es ja sonst keine weiteren Eingabemöglichkeiten. Und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommen wir in das Fenster Windows. Da bitte nicht irritieren lassen, wenn das jetzt bei mir ein bisschen anders aussieht. Ich nutze ja Saus auch schon relativ lange und habe mir da natürlich entsprechende Einstellungen gemacht. Aber so ähnlich müsste das dann bei euch beim ersten Mal auch aussehen. Ich fange jetzt mal hier in der Mitte an bei den Profilen. Es ist so, dass ich hier verschiedene Profile festlegen kann. Und dann kann ich also die Anordnung der Fenster und welche Fenster geöffnet sind und wie sie aussehen und welche Einstellungen sie haben, kann ich da verschiedenen Profilen zuordnen. Ich habe das also auch gemacht. Ich habe also hier einmal das Swift Einzelfahrerprofil. Das habe ich so benannt, damit ich das gut wieder zuordnen kann. Dann, wenn ich mal den DS mache für ein anderes Team, dann nutze ich hier dieses Profil. Und wenn ich jetzt hier ein Einzelfahren mache für ein TTT, dann könnte ich dieses Profil nutzen. Hier hinten sehe ich auch, wie viele Fenster da aktiv sind. Und hier unten habe ich jetzt mal, damit es möglichst frisch ist, ein Testprofil angelegt. Und jetzt legen wir hier mal ein neues Profil an. Klicken also einfach hier drauf. Hier oben erscheint das neue Profil. Und mit dem Klick auf diesen Stift kann ich dem Ganzen jetzt auch einen Namen geben. So, jetzt ist das Profil angelegt. Jetzt muss ich es nur noch aktivieren. Das mache ich, indem ich hier draufklicke. So, und jetzt habe ich ein neues Profil angelegt mit den entsprechenden vorgefertigten Feldern. Also 4 Fenster sind da immer automatisch, werden da immer standardmäßig angezeigt, und die können wir jetzt verändern, beziehungsweise können sie auch löschen und können da eben Veränderungen durchführen. Hier unten bei den Mods, da bitte nicht irritieren lassen, das werden wir heute nicht behandeln.
Aber ich habe geplant, ein weiteres Video, wo wir uns dann auch um Mods beschäftigen. Das sind also, ich nenne es mal vereinfacht gesagt, doch mal kleine Änderungen oder kleine Zusatzprogramme, die eben hier auf SAUS aufsetzen und dann nochmal zusätzliche Funktionen bereitstellen. Wie gesagt, soll aber jetzt heute nicht das Thema sein. Also, wir haben jetzt hier das neue Profil aktiviert. Ich gehe jetzt mal nach oben und da sehen wir jetzt auch, welche Fenster hier aktiviert sind oder voreingestellt sind. Das ist einmal das Currently Watching Fenster, das ist das Fenster hier. Wir haben dann einmal die Gruppenanzeige, das ist das Fenster hier mit den Kugeln oder mit den Bällen, wo man hier die Abstände der einzelnen Fahrer bzw. Gruppen sieht. Und wir haben das Chat-Fenster, das hier angezeigt wird. Und ja, im Moment wird hier nicht groß geschrieben. Ich habe mich jetzt hier gerade meinen A-Rennen draufgeschaltet, gucke mir das gerade mal an. Und die Jungs sind ja erfahrungsgemäß ein bisschen schneller unterwegs und haben da nicht ganz so viel Zeit zum Schreiben. So, in einem ersten Schritt klicke ich jetzt erstmal auf das Swift-Fenster und hier ein ganz wichtiger Hinweis: Ihr müsst Swift im Fenstermodus laufen lassen. Also ihr könnt nicht das im Vollscreen laufen lassen, sondern also jedenfalls nicht ohne zusätzliche Programme. Swift muss im Fenstermodus laufen, damit SAUS die eigenen Fenster drüberlegen kann. Ganz wichtiger Punkt, sollte man beachten. Und ich klicke jetzt hier in Swift mal auf H, um da mal die eigentlichen Swift-Anzeigen rauszunehmen, einfach damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe zum Arbeiten. Und klicke jetzt hier wieder in die Settings. Und ja, wo lege ich die jetzt denn mal hin? Ja, ich lege die jetzt mal hier hin. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen das Prinzip von diesen SAUS-Fenstern zu erklären. Also wir nehmen jetzt mal hier diese Gruppenanzeige. Wenn ich dann mit der rechten Maustaste draufklicke, dann kommt hier so ein extra Fensterkopf und den kann ich jetzt hier bewegen. Das heißt, ich kann jetzt hier das mir hinlegen, wo ich möchte. Ich lege das jetzt einfach mal so halb mittig hier rein. Und wenn ich hier oben auf das Zahnrad klicke, dann bekomme ich jetzt hier ein Fenster geöffnet, wo ich eben noch verschiedene Parameter setzen kann. Mache das jetzt wieder mal zu. Gleiche Prinzip funktioniert hier auch. Rechte Maustaste kann ich das Fenster bewegen. Wenn ich auf das Zahnrad klicke, geht ein extra Fenster auf, wo ich hier verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Und das gleiche passiert auch mit dem Chat. Rechte Maustaste kann ich den frei bewegen. Zahnrad kann ich einstellen, wie lange so eine Message da sein soll. Das ist hier in Sekunden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel. Ich mache da mal 20 Sekunden raus. Kann dann noch festlegen, ob das rechts- oder linksbündig sein soll, in welcher Reihenfolge. Kann das Ganze auch noch so ein bisschen transparent gestalten. Ich kann aber auch einen festen Hintergrund festlegen, kann dann auch da eine Farbe zuweisen, je nachdem, was ich da eben haben möchte. Oder ich sage eben, nee, ich lasse den jetzt so halbtransparent, beziehungsweise transparent und die einzelnen Chat-Nachrichten werden nur angezeigt, wenn auch welche da sind. Also ich habe dann möglichst viel Platz und sehe auch noch ein bisschen was vom Swift-Bild. Ich kann für jedes Fenster auch noch mal 'ne eigene Farbe festlegen. Also, hier würde sich zum Beispiel transparent anbieten, und so wie ich das zum Beispiel auch bei mir hier in der Vorschau hatte, da hatte ich hier auch das Ganze auf transparent stehen, ja, und das finde ich eigentlich so ganz elegant. Ich habe hier auch die Möglichkeit, noch die Breite festzulegen. Also, das ist das übliche Verhalten, was man eben auch so von Windows kennt, wenn man da jetzt ein Fenster anordnet. Bei diesem Currently Watching Settings gibt es eine Besonderheit. Da gibt es nämlich hier unten noch die Möglichkeit, verschiedene Elemente festzulegen. Voreingestellt sind hier was ist das hier? Das ist einmal die Power, also die Wattzahl, die man tritt, auch als Durchschnitt, und der Max wird angezeigt. Das gleiche gilt hier für den Puls und hier für die Kadenz. Bekomme hier auch noch angezeigt den Windschatten, also den Draft,
Und zwar einmal als den derzeitigen Draft und auch noch den Durchschnitt. Wenn wir uns jetzt mal den Fahrer hier angucken, der fährt jetzt hier vorne, deswegen haben wir hier oben auch eine Null stehen. Und jetzt gucken wir mal, ob er sich gleich wieder ein bisschen zurückfallen lässt. Und in dem Moment, wo die anderen dazukommen, geht dann hier der Windschattenwert auch wieder hoch. Bitte von dem Prozentzeichen da nicht irritieren lassen. Also da ist nicht bei 100% Schluss. So ganz einig ist man sich da noch nicht, wie dieser Wert zu interpretieren ist. Also ich glaube, dass es ein Wert ist, eine Gutschrift, die man bekommt dafür, dass man im Windschatten ist. Und ich glaube, man müsste eine ähnliche Zahl an Watt aufbringen, um die gleiche Geschwindigkeit in der Ebene zu fahren. Also jetzt geht es auch gleich bergunter. Wenn wir sehen, da werden die Jungs einen Ticken schneller. Beziehungsweise jetzt geht gleich berghoch. Da werden sie langsamer und dadurch geht auch die Geschwindigkeit zurück und dadurch geht auch der Draftwert, die jetzt fast 300% sind, die gehen dann auch ein bisschen runter. Wie gesagt, das ist meine Erklärung. Kommt dem Ganzen vielleicht recht nahe. Wie es dann tatsächlich ist, weiß ich nicht. Jetzt ist er wieder ganz vorne. Er hat keinen Windschatten. Und ja, das ist also die Geschichte mit dem Windschatten. Ich zeige euch nachher aber auch noch eine Möglichkeit, wie ihr den Windschatten noch ein bisschen prominenter darstellen könnt. Wenn ihr hier noch was verändern wollt, könnt ihr einfach auch durch draufklicken auf die Datenfelder hier Änderungen vornehmen. Gleichzeitig kann man auch hier zum Beispiel Elemente hinzufügen, indem man einfach sagt, ich möchte hier zum Beispiel die Zeit in den Zonen noch dazu haben. Und dann klicke ich da einfach drauf und dann werden die hier unten dran gehangen. Und wenn ich das jetzt schließe, dann muss ich nur noch dran denken, dass ich hier das Fenster auch ein bisschen größer mache. Und dann bekomme ich hier auch die Zeiten in den Zonen angezeigt. Jetzt nimmt der Fahrer hier gerade raus. Ist jetzt vielleicht hier ein guter Moment, mal zu zeigen, jetzt ist er ganz rausgegangen. Okay, wir folgen jetzt einem anderen Fahrer. Jetzt gehe ich mal nochmal zurück ins Swift, schnapp mir nochmal einen Fahrer aus dem Feld. Und wir gucken uns jetzt mal die Gruppenanzeige an. Wir sehen also hier, das sind jetzt hier 17 Mann in einer Gruppe. Die eigene Gruppe wird immer blau dargestellt. Und wir sehen hier, wie viel Watt die Gruppe gerade leistet, wie schnell sie ist. Wie gesagt, dass sie 17 Mann stark ist. Und wir sehen jetzt hier auch die Abstände. Nach vorne gibt es einen Fahrer mit den Initialen DG, der hat 13 Sekunden Vorsprung. Und nach hinten gibt es eine Dreiergruppe mit 4 Sekunden Vorsprung. Ja, und so habe ich dann hier immer einen guten Überblick über das Renngeschehen. Ich kann jetzt sogar noch hier in die Gruppe reinzoomen. Dann bekomme ich jetzt hier die Fahrer angezeigt, die jetzt gerade in dieser Gruppe fahren, mit ihren entsprechenden Werten. Hier unten kann ich auch wieder rauszoomen und komme jetzt so wieder in die Gesamtübersicht. Ich kann mir auch ein zweites Fenster aufmachen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel mit 2 Gruppenfenster arbeiten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr interessant ist, wenn ich als DS unterwegs bin. Da lasse ich mir gerne auch die Teams vorne und hinten anzeigen. Und mein eigenes Team möchte ich aber dann auch nochmal hier in der gezoomt angezeigt bekommen, sodass ich ja immer sehe, wie da die Abstände sind oder es mir sofort auffallen würde, wenn einer da rausfällt. So, jetzt sehen wir hier, da wird eine Attacke gefahren, die Wattzahlen gehen hoch, auch das bekomme ich angezeigt, wenn ich es in den Parametern entsprechend eingestellt habe. Und jetzt sehen wir auch, dass es die Gruppe ein bisschen zerfleddert. Allerdings werden Fahrer innerhalb von 2 Sekunden hier in der Gruppenanzeige als Gruppe dargestellt. So, jetzt sehen wir hier, dass sich das wieder zusammenfährt. Ja, ich glaube, das Rennen ist jetzt hier zu Ende. Und ja, das ist, wie gesagt, hier dann die Gruppenanzeige. Ich gehe jetzt nochmal auf einen anderen Fahrer.
und möchte euch jetzt mal zeigen, wie man hier noch ein zusätzliches Fenster aufmacht. Also wie gesagt, voreingestellt hier Currently Watching Groups und Chat. Und wenn ich mir jetzt aber hier zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, den Windschatten ein bisschen prominenter anzeigen lassen möchte, dann gehe ich hier auf Create, nachdem ich das hier ausgesucht habe, und bekomme dann hier diese Anzeige, das Fenster aufgemacht, kann mir dann jetzt hier über das Zahnradsymbol da die entsprechenden Parameter ähm, kann ich hier auswählen, nehme hier den Boring Mode, den langweiligen Modus, dann bekomme ich hier einen richtigen Pfeil angezeigt, ansonsten ist das immer diese Ketchupflasche. Und ja, hier kann ich das Intervall einstellen, wie genau das eben sein soll. Jetzt hier in der Draftanzeige kann man das auf 1 Sekunde lassen. Wenn ich aber so eine Übersicht habe mit vielen Fahrern, da ist es manchmal ganz praktisch, wenn man da vielleicht so 'n 2 Sekunden Wert nimmt, damit einfach das ein bisschen lesbarer ist und nicht dauernd umspringt. Das Problem kennt man ja auch. Ja, ich kann hier die entsprechende Werte einstellen, also was der Mindestwert ist, was der maximale Wert ist. Es gibt auch die Möglichkeit, hier 'n Smoothing einzustellen. Lasse ich jetzt alles mal so, wie es ist. Und dann habe ich das natürlich auch wieder lieber ein bisschen transparenter und klicke jetzt mal auf OK. So, jetzt sind wir hier gerade beim Fahrer, der ja alleine fährt. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine kleine Gruppe vielleicht finden. So, und wenn wir den Fahrer jetzt beobachten, dann sehen wir hier, dass der Windschattenwert gerade ganz kurz hochgegangen ist. Ja, und auch dieses Fenster kann ich natürlich jetzt hier mit der Maus entsprechend platzieren. Kann das vielleicht auch ein bisschen kleiner machen, ja, und lege das dann zum Beispiel noch hier oben hin, wenn mir das da hier ganz gut gefällt. So, dann nehme ich mal hier das Chatfenster, das lege ich jetzt mal hier hin und wir warten jetzt mal. Ich bin jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass da vielleicht 'ne Chatnachricht kommt. Die Chatnachrichten haben nämlich auch eine tolle Besonderheit. Das ist einmal, dass eben Emojis auch dargestellt werden, und zwar sauber dargestellt werden. Was aber noch viel besser ist, man bekommt auch angezeigt, mit wie viel Watt der Absender von dieser Nachricht gerade unterwegs ist. Wenn er 'n Pulsgurt anhat, bekommt man den Puls angezeigt und man bekommt angezeigt, wo der Fahrer im Vergleich zu einem selbst ist. Also 3 Sekunden vorne, 5 Sekunden hinten. Das heißt, ich kann dann auch viel besser zuordnen, aus welchem Bereich im Rennen diese Nachricht kommt. Das Problem habe ich ja bei Swift häufig, dass ich zwar eine Nachricht sehe, aber ich weiß gar nicht, ist das jetzt die Spitzengruppe, ist das das Verfolgerfeld? Wer hat denn das jetzt geschrieben? Und wie gesagt, durch diese zusätzlichen Infos mit den Sekunden ähm, bekomme ich das hier angezeigt, und das finde ich echt praktisch. So, hier ist es im Moment ein bisschen wenig los. Befürchte, dass da mit den Nachrichten nicht viel geht, aber ich kann mir da noch helfen, indem ich mir mal selber eine schicke. So, und dann sehen wir hier, dass da die Nachricht angekommen ist. Wie gesagt, die Emojis funktionieren. Ich bin jetzt hier im Moment nicht mit Puls und auch nicht mit dem Trainer verbunden. Deswegen bekomme ich diese Sachen jetzt hier nicht angezeigt. Ähm, Normalerweise in 'nem Event, in 'nem Rennen, wenn dann alles passt, dann wie gesagt, bekommt man das entsprechend angezeigt. So, wir gehen jetzt noch mal zurück in unser Hauptfenster.
Schauen Sie uns hier nochmal die Fenster an. Wir sehen also jetzt hier die Fenster, die angelegt wurden. Wir haben ja jetzt hier zusätzlich noch diesen Zeiger für den Windschatten zugelegt. Den kann ich mit dem Stift auch umbenennen, wenn ich das möchte. Ich kann ihn auch schließen oder ich kann eben hier was Neues auch generieren. Die Nearby Athletes würden da vielleicht noch Sinn machen. Ich mache die mal kurz auf. Mache mir vorher noch auf Swift ein bisschen Platz. So, dann machen wir hier mal jetzt ein Fenster. Und auch hier gleiche Prinzip. Mit dem Zahnrad komme ich in die Einstellungen und kann mir jetzt hier, mach mal die Gruppenanzeige, die schließe ich mal, damit man hier ein bisschen Platz bekommt. Das hier schließe ich auch. So, und jetzt gucken wir uns mal hier dieses Nearby Athlete Settings, die schauen wir uns jetzt mal an. Also hier hat man die Möglichkeit auch, das Intervall festzulegen, wie oft die Daten da aktualisiert werden sollen. Wie gesagt, hier machen 2 oder vielleicht sogar 3 Sekunden Sinn. Vielleicht noch hier ganz interessant, ich kann hier die Schriftgröße verändern. So, jetzt haben wir es richtig. Jetzt haben wir hier das richtige Fenster. Hier oben haben wir die Kontrolle über die Settings und jetzt kann ich hier, wie gesagt, die Schriftgröße hier verändern. Ich kann hier auch festlegen, wie das Ganze aussehen soll. Kann auch hier einen festen Hintergrund festlegen oder eben die vorher schon haben wir gesehen, die transparenten Sachen, wenn mir das gefällt. Und hier unten kommt es jetzt wird's wirklich spannend, das sind jetzt die Möglichkeiten, die ich habe, der Daten, die ich mir anzeigen lassen kann. Also, wenn mich interessiert, was für 'n FTP die Mitfahrer haben, wenn ich wissen möchte, welchem Team sie angehören, wie viel Ride-ons sie bekommen haben, ähm, W-Prime-Wert, ob sie im Powermeter unterwegs sind, hier unten die ganzen Durchschnittswerte, Windschatten, Performances. Also, das kann ich mir hier alles anzeigen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und, ja, da ist eigentlich mehr der Platz das Problem. Da reichen da 3, 4 Bildschirme nicht aus, wenn man sich das alles anzeigen lassen möchte. Aber die Möglichkeit dazu besteht und man muss sich halt dann irgendwann überlegen, was ist einem wirklich wichtig, was interessiert mich, jetzt als DS vielleicht für mein eigenes Team oder eben, weil ich jetzt halt neugierig bin und wissen möchte, mit wem bin ich denn da eigentlich unterwegs. Und, ja, dann kann ich mir das hier entsprechend einstellen. Wie gesagt, wenn ich das Fenster schließe, ähm, dann kann ich mir das hier auch noch jetzt haben wir es ein bisschen einrichten und kann mir das dann hier zum Beispiel hier so hinlegen, wenn ich das haben möchte. Muss jetzt hier in dem Fall hier den Overlay-Modus einschalten. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, damit das Ganze dann auch hier bestehen bleibt. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den vielen, vielen Einstellungen. War jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, nicht ganz so durchdacht. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel, was man hier einstellen kann. Aber ich hoffe, ich habe euch da so einen ersten Einblick gegeben. Jetzt liegt es an euch, da auch so ein bisschen das Ganze mal auszuprobieren. Ähm, Mal, wie gesagt, sich das dann ist so ein bisschen Geschmackssache, auch dann alles zurechtzulegen, so wie man das eben gerne haben möchte. Und dann denke ich schon, dass das ein wirklicher Mehrwert ist. Das macht richtig Spaß, dann damit zu fahren und erst diese ganzen Daten dann auch zu bekommen und sie aber auch,
sag mal, optisch sehr, sehr ansprechend dargestellt zu bekommen, finde ich eigentlich schon eine schöne Sache. Da ist ja ähm, das Original Swift-Design ein bisschen, ja, ich nenne es mal altbacken, und eben mit Saus besteht dann hier die Möglichkeit, ähm, sich das ein bisschen individuell zu gestalten. Ich werde dann in einem weiteren Video mal noch auf die Mods eingehen, wie gesagt, auf diese Zusatzprogramme, die es gibt. Und, ja, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen hoch da lässt oder, auch den Kanal abonniert. Und wenn ihr auch die Glocke, aktiviert, dann bekommt ihr einen Hinweis, sobald es hier bei mir wieder ein neues Video gibt. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.